Nach einem ukrainischen Angriff mit Attackams-Raketen auf einen russischen Militärflughafen droht Moskau nun mit Vergeltung. Die USA warnen inzwischen, Russland könnte die Ukraine wie schon im November erneut mit einer Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik angreifen. Russlands Präsident Putin hatte schon vor Wochen mit solchen Angriffen gedroht, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Die Mittelstreckenrakete fliegt mit 10-facher Schallgeschwindigkeit und ist von der ukrainischen Luftabwehr kaum abzufangen. Unser Korrespondent Christoph Wanner folgt nun mit einer Einschätzung zur aktuellen Lage an der Front in der Ukraine. Wir kommen gerade aus Seversk. Das ist eine ukrainische Kleinstadt im Bereich Donezk und sie ist deswegen so interessant, weil die Russen es immer noch nicht geschafft haben, Seversk zu nehmen, sich da regelrecht die Zähne ausbeißen an dieser Stadt. Das kommt daher, weil die Ukrainer gut, effizient verteidigen und weil wohl auch die russischen Kommandeure in diesem Frontabschnitt nicht besonders effizient sind. Das werfen ihnen immer wieder russische Kriegsblogger vor oder prorussische Kriegsblogger wie der Ukrainer Juri Podolaka. Er sagt, dass dort ideenlos angegriffen wird, meistens frontal. Dann wird auch immer sehr viel Kriegstechnik eingesetzt, die dann abgeschossen wird. Also große Kritik und dazu kommen noch, wie Podolaka sagt, die geschönten Berichte nach Moskau. Das heißt, die Kommandeure behaupten dort Erfolge erzielt zu haben, die aber in der Realität gar nicht erzielt wurden. Und das führt auch dazu, dass die Luftwaffe im Endeffekt gar nicht weiß, welche Örtchen jetzt rund um Seversk schon eingenommen wurden und welche immer noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Und damit wird auch die ganze Arbeit der Luftwaffe erschwert. Also viel Kritik in Bezug auf Seversk und wir haben uns die Stadt angeguckt. Sie ist komplett zerstört. Sie ist dem Erdboden gleichgemacht, also furchtbare Bilder dort, kein intaktes Haus mehr. Aber das eine ist eben, eine Stadt zu zerstören und das andere ist, sie zu nehmen, weil natürlich in jeder Ruine die Ukrainer auch wieder Verteidigungsanlagen installieren können und weiterhin das Ganze halten. Also das ist tatsächlich ein ukrainischer Erfolg. Insgesamt betrachtet sind die ukrainischen Soldaten, mit denen wir sprechen konnten, aber nicht besonders optimistisch. Sie sagen, dass die Russen enormen Druck ausüben, dass die Russen überlegen sind, gerade auch in Bezug auf die Manpower, das Personal, also viel mehr Soldaten haben und auch mehr Kriegstechnik und eben, wie gerade angesprochen, dieser Druck, der jeden Tag ausgeübt wird und auch noch verstärkt wird. Und wenn die westliche Hilfe aufhört oder wenn sie geringer wird, sagen die Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, dann hat man langfristig gegen die Russen keine Chance.